Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den Drift MX5. Und heute bin ich am Drift MX5 gearbeitet, denn es wird endlich das erste Event gefahren. Ich war jetzt gestern auf dem Drift-Event, ich habe davor nicht wirklich was gefilmt und währenddessen habe ich auch nicht wirklich was gefilmt, wo ich halt rede. Deswegen filme ich das Ganze jetzt einmal sozusagen nach und werde auch über die Drift-Szenen werde ich auch drüber sprechen, also ein bisschen nachvertonen und sowas. Weil ich habe einfach an dem Tag überhaupt nicht dran gedacht, dass ich da irgendwie, ja, groß rede. Ich habe aber natürlich Aufnahmen gemacht, wie ich fahre. Als erstes, ich war mit dem MX5, war ich bei TB Motorsport auf dem Drift-Event in Meppen. Sprich, ich bin auf der Rennstrecke in Meppen, bin ich gedriftet. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit dem MX5 oder mit überhaupt irgendeinem Auto auf einem Drift-Event bin. Hat an sich relativ gut geklappt. Was ich mir an sich an dem Tag als Ziel gesetzt habe, ist im Prinzip, dass ich jede Kurve einmal gedriftet habe, beziehungsweise dass ich die halt driften kann ohne Probleme. Dass ich einmal eine komplette Runde driften kann, sprich jede Kurve in einer Runde vernünftig mache. Und dass ich 2 Kurven hintereinander linke, sprich eine Kurve anfangen zu driften und die andere dann einmal umsetzen und halt driften. Ob ich das geschafft habe, werdet ihr gleich sehen. Aber zum Drift-Event, ich bin nach Meppen gefahren, da war dann als erstes um 17 Uhr ungefähr war das Briefing. Sprich, da wurde gesagt, was man machen soll, was man nicht machen soll. Sprich, man soll nicht auf trockener Strecke oder auf trockenem Asphalt fahren und sowas. Das wurde alles erklärt, wie man Drift einleitet, wie man driftet und sowas. Um 4:45 bzw. 5:30 so ungefähr in dem Bereich war das Briefing dann vorbei und dann sind wir alle zu den Autos gegangen und durften dann auf einer Fläche erstmal driften. Da waren Pylonen aufgestellt, sprich 2 Kreise von Pylonen, wo man halt einmal einen Kreis driften konnte und dann, wenn man es halt schon konnte, konnte man so eine 8 driften. Was ich da gemacht habe und wie ich mich da geschlagen habe, könnt ihr jetzt sehen und ja, viel Spaß damit. So, nachdem die Besprechung vorbei war, konnten wir dann auf diese kleine Fläche fahren, wie man hier vorne sehen kann. Da wurden dann so 2 Pylonen aufgestellt, beziehungsweise 2 kleine Kreise mit Pylonen aufgestellt, wo man dann halt rumdriften konnte. Ich bin dann hier erstmal angefangen, habe ein bisschen geguckt, wie das Auto sich so anfühlt. Bin erstmal so ein paar kleine Runden gefahren und habe dann irgendwann mal versucht, 8 zu machen. Aber all in all war das jetzt erstmal, um zu gucken, wie gut kann ich auf der Strecke hier driften, wie fühlt sich das Ganze an, wie ist das Auto gesetupt und ob ich da noch irgendwas ja, am Stabi oder an den Reifen oder sowas tauschen muss. Zweite Mal auf dem Drift-Bereich. Hier sieht man auch, auf der Beifahrerseite habe ich Elia mitgenommen. Er hat auch die ganzen Aufnahmen von außen gemacht. Hier habe ich einfach nur mal ein bisschen wieder ausprobiert, wie gut schaffe ich es zu driften, wie gut kann ich da im Kreis driften. Ich glaube, hier schaffe ich jetzt auch das erste Mal die 8. Nach ungefähr 2 Minuten Driften musste ich dann auch schon aufhören, weil auf diesem Driftpad war jetzt nicht so viel Luftmasse, was durch den Kühler geht und ich hatte auch nur einen Lüfter dran. Deswegen, da muss ich aufhören, weil das Auto halt einfach überhitzt ist. Da bin ich dann eben hingegangen, bin ein paar Mal über den Platz da gefahren, habe das Auto ein bisschen abgekühlt. Und ja, danach ging es dann auch direkt auf die Rennstrecke, weil ich wollte einfach mal gucken, wie sich das Auto auf der Rennstrecke anfühlt. Hier sind wir jetzt das erste Mal auf der Rennstrecke gefahren. Eigentlich wollte ich in der ersten Runde erstmal hingehen und halt die Rennstrecke einfach mal fahren, weil ich hatte keine Ahnung, wie die Rennstrecke verläuft. Ich war da schon zwar ein paar Mal häufiger auf Treffen, aber ich wusste halt nicht, wie sich das anfühlt, richtig über die Rennstrecke zu fahren, wenn halt nicht irgendwie 50 Autos da stehen oder so. Erste Kurve bin ich auch noch ganz normal gefahren, dann habe ich mir gedacht, ja komm, zweite Kurve fahre ich mal, beziehungsweise drifte ich mal.
was, wie man hier sieht, nicht die beste Idee war. Ich habe jetzt noch nicht viel aufgenommen. Wie ihr auch seht, ist es extrem heiß. Gerade mit einem Auto ohne Klimaanlage, wo es gerade 30 Grad draußen ist. Ich bin schon ein bisschen gefahren. Ich habe schon ein paar Achten gemacht und danach bin ich auf Rennstrecke gefahren. Die ersten 2 Strecken, beziehungsweise die ersten 2 Runden waren eine absolute Katastrophe. Ich habe jetzt mal die Handbremse ein bisschen fester gemacht und einmal den Reifendruck ein bisschen erhöht. Ich fahre jetzt nochmal auf die Strecke, mache nochmal eine Runde, versuche einzelne kleine Kurven im zweiten Gang zu driften, gucken, wie es dann funktioniert. Und dann sehen wir uns gleich mal wieder, wenn ich irgendwie raus bin. Ja, ich setze euch jetzt auf und dann mache ich gleich weiter. So, da bin ich jetzt nochmal kurz auf dieses Driftpad gegangen. Da habe ich jetzt mal ganz kurz mir angeguckt, wie sich das Auto jetzt anfühlt, weil ich bin von 2,5 auf 3 Bar gegangen und das Auto ging dann schon sehr, sehr viel besser. Handbremse habe ich auch ein bisschen straffer gemacht, dass, wenn ich die ziehe, dass sie auch vernünftig dass sie auch die hinteren Räder blockiert. So, nachdem ich das Auto dann auf der Fläche da ein bisschen ausprobiert habe, wie es sich das Ganze anfühlt mit 3 Bar und mit der Handbremse und sowas, bin ich dann wieder auf die Rennstrecke gefahren, weil kurz danach hat auch diese Driftfläche da komplett zugemacht, sprich man durfte nicht mehr drauf. Und ab dann bin ich nur noch auf die Rennstrecke gefahren und habe einfach mal geguckt, wie alle Kurven so funktionieren, beziehungsweise wie sie sich so driften lassen.
Das war jetzt der letzte Run für den ganzen Tag. Auch nochmal eine Außenansicht. Eigentlich wollte ich nochmal von innen zeigen, war es auch mit Abstand der beste Run, den ich den ganzen Tag gemacht habe. Aber es war halt 30, 35 Grad im Auto und da ist die Kamera einfach überhitzt. Aber an sich, jede Kurve habe ich da richtig schön gemacht. Die ersten beiden Kurven zeige ich jetzt nicht, weil man sieht halt nichts. Die lange Kurve im Infield, da war ich halt einfach zu langsam für und im zweiten Gang hatte ich nicht genug Wheelspin. Aber dafür waren die letzten beiden Kurven umso schöner. Wie ihr gesehen habt, ich habe alles geschafft, was ich machen wollte. Ich bin einmal vernünftig im Kreis gedriftet, dann bin ich über der Rennstrecke, habe ich jede Kurve einmal driften können, genauso wie in einer Runde jede Kurve einmal driften und ich konnte auch die letzten beiden Kurven einmal komplett linken, sprich beide Kurven hintereinander fahren. Was ich noch gerne gemacht hätte, wäre einmal dieses Infield, diese lange Kurve driften und dann die zwei dahinter nochmal mitnehmen. Aber dafür hat mir einfach die Leistung gefehlt und auch so ein bisschen der Skill und das Commitment, dass ich da jetzt nicht im dritten Gang den direkt reingeworfen habe. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich machen können, den Reifendruck noch ein bisschen höher. Ich war jetzt auf ungefähr 3 Bar, glaube ich. Ich hätte einfach 3,5 oder 4 Bar hochpumpen sollen. Dann wäre es höchstwahrscheinlich gegangen. Aber ich bin jetzt erstmal für das erste Drift-Event relativ zufrieden. Und ich muss sagen, Assetto Corsa hat mir schon relativ viel gelehrt, was ich da so machen konnte. Weil im Prinzip alles, was ich so gemacht habe, war so ein bisschen intuitiv. Sprich, ich kannte es halt schon aus Assetto Corsa. Klar, Assetto Corsa ist jetzt nicht perfekt real life, also bildet jetzt nicht perfekt das reale Driften nach, aber es ist schon eine sehr, sehr gute Hilfe, weil man weiß halt, okay, das Auto bricht jetzt so und so aus, man weiß ganz genau, was man machen soll, weil man es halt schon aus 100 Stunden Assetto Corsa kennt. Auf jeden Fall, Event war sehr, sehr geil, es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall jetzt noch weitere Events machen. Den MX-5 werde ich jetzt noch ein bisschen weiterbauen, sprich ein bisschen mehr Kühlung, weil Überhitzen ist nicht so cool. Beim nächsten Event werde ich dann endlich mal ein bisschen mit dem Reifendruck rumspielen und dann auch noch mit dem Stabi rumspielen, weil das habe ich, wie gesagt, komplett vergessen. Ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht und es war jetzt auch nicht so unfassbar viel Zeit, wo ich jetzt noch hingehen könnte und den Stabi da austauschen könnte und eine Runde fahren, Stabi, die Härte tauschen und sowas. Das hätte halt unfassbar viel Zeit geschluckt, aber das werde ich dann an irgendeinem anderen Event machen, woran ich teilnehme. Auch eine Sache, falls ihr auch driftet oder halt wisst, wo auch Drift-Events sind, so Deutschland oder alle Länder, was so um Deutschland einmal rum ist. Falls ihr da wisst, wo Drift-Events stattfinden oder sowas, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, weil ich will halt an vielen Drift-Events teilnehmen. Gerade auch nächstes Jahr, da will ich mal ein bisschen mehr im Prinzip mit den Autos rauskommen und mal an Events teilnehmen. Habe ich unfassbar viel Bock drauf. Deswegen, falls ihr irgendwelche Events wisst, die hier so in Deutschland oder so rund um Deutschland stattfinden, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, gucken, wo man dann noch so hinfährt. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.